Liebes YouTube, du hast uns über die Jahre so viel gegeben. Und jedes Mal, wenn sich wieder eines zu Ende neigt, müssen wir uns dafür bedanken. Bedanken für all den Blödsinn, den du uns ständig präsentierst. Bedanken dafür, dass du den Leuten, die diesen produzieren, auch noch Geld dafür gibst, noch mehr davon zu produzieren. Bedanken dafür, dass du es nicht geschafft hast, Schrottkanäle, die nur noch KI-Müll beinhalten und die keinen Mehrwert für das Internet darstellen, einfach in den Gully zu verfrachten. Bedanken für das Lachfeuerwerk, das uns die Clowns von AfD, den Querdenkern und sonstige rechte Schwurbler bis heute liefern. Aber ganz besonders wollen wir uns auf diesem Kanal für das Geschenk der flachen Erde bedanken. Und da ganz besonders für die Geistesblitze derjenigen, deren wichtigstes Anliegen es ist, uns weismachen zu wollen, unser Planet wäre ein platter Märchenfladen unter einer Käseglocke mit angeklebten Lichtern. Dass man live und in Farbe erleben darf, wie sich der Intellekt dank Internet rasant zurückentwickelt hat, sogar elementarste Fakten verdreht werden. Möge der Gott der Dummheit diesen selbsternannten Wahrheitspredigern, die vor 10 Jahren urplötzlich aus der dunkelsten Ecke auf der Unterseite der flachen Erde zu kommen schienen, weiterhin beistehen. Und als kleines Weihnachtsgeschenk für die Zuschauer dieses Kanales gibt es heute nochmal einen dieser Geistesblitze zu sehen. Vorgetragen von 2 führenden Persönlichkeiten der Bewegung aus dem schönen Österreich, dem Land, in dem Schwurbel aller Art offenbar ganz besonders gut gedeiht. Es ist niemand Geringeres als der große, flache Erde-Rico mit seinem furchtlosen Mitstreiter Kevin, der sich auf internationaler Bühne dieses Jahr als oberster deutschsprachiger Wahrheitssucher in den Diensten von Eric Dubay, Dave Weiss, Mark Sargent und wie sie alle heißen, freiwillig auf die Schlachtbank legte. Sehen wir ihnen dabei zu, wie sie sich wieder einmal selbst ins Knie schießen, ohne es zu merken. Beispiele, wo wir nicht nur Boote sehen, sondern Städte auf der anderen Seite, Berge auf der anderen Seite, die über 100 Kilometer entfernt sind. Wir sehen hier einen Sonnenuntergang von diesem Spot in Frankreich, Marseille. Wir sehen in Richtung dort, wo Mount Canigou ist. Mount Canigou ist 170 Kilometer entfernt, ja. Und wir denken hier, das hier wäre der Horizont. Der Rico zeigt uns ein Foto vom Horizont am Meer und will uns also weismachen, das wäre gar nicht der Horizont. Das ist ja ungefähr so glaubwürdig, wie wenn er ein Foto von seiner Katze zeigen und behaupten würde, es wäre ein Papagei. Die Sonne geht jetzt unter, sie geht in Wirklichkeit weg. Nein, sie geht in Wirklichkeit unter. Das sieht eigentlich jedes Kleinkind, wenn der untere Teil zuerst verschwindet. Rico muss man es offenbar noch mal gesondert erklären. Also Rico, wieso wohl nennt man das Sonnenuntergang und nicht etwa Sonnenweggang? Wir sehen jetzt hier eine Art Silhouette, die Gebirgskette, dort wo sich Mount Canigou befindet, die Spitze hier, wir sehen jetzt gleich noch mehr, von Mount Canigou, die sollte sich laut Erdkrümmungsformel weit unter 1 Kilometer unter dem Horizont befinden. Es sieht so aus, als ob Rico nicht kapiert hat, dass das Bild, das er seinen Followern hier vor die Nase hält, seine Scheibenwelt zerstört. Aber dazu gleich mehr. Offenbar kann er einen simplen Erdkrümmungsrechner nicht bedienen. Auf weit über 1 Kilometer kommt man nur, wenn man die Höhe der Krümmung über den 263 Kilometern berechnet. Die wäre dann 1,3 Kilometer. Leider ist diese Höhe etwas völlig anderes als die durch die Krümmung abgedeckte Höhe des Berges. Dass der Beobachter höher steht und der Berg auch eine Höhe hat, bekommt er nicht auf die Reihe und wirft alles durcheinander, was man überhaupt nur durcheinander werfen kann. Zu den tatsächlichen Werten kommen wir gleich. Wir sehen es hier 2-mal im Jahr, dass die Sonne die Gebirgskette hier von hinten beleuchtet, damit wir die Schattierung, die Silhouette sehen können. Warum 2-mal im Jahr? Weil die Sonne nach innen und nach außen migriert, halbes Jahr nach außen, halbes Jahr nach innen. So eine Migrationssonne hat sich der Rico wirklich sehr schön zurechtgelegt.
mit was sie wohl da oben unter der Kuppel festgehalten wird oder warum sie das in seiner sonst so statischen Märchenwelt überhaupt tun sollte, weiß er natürlich nicht, denn im Gegensatz zur echten Wissenschaft hat er kein funktionierendes Modell. Aber lass das mal Trixie Storch von der AfD hören, dann wird sie die Sonne nicht nur verklagen, sondern auch noch remigrieren. Und deswegen zweimal im Jahr diese Sichtung kreuzt und dann sehen wir hier Mount Canigou. Leider ist Rico unfähig dazu, das zu tun, was ein normal denkender Mensch bei sowas tut. Ein Bild des Berges nehmen, die Größe anpassen und ihn dranhalten. Wenn er das tun würde, hätte sich sein ach so toller Mount Canigou-Beweis, mit dem er so gerne um die Ecke getrollt kommt, genauso schnell in Luft aufgelöst wie alle die anderen Beweise, mit denen er seine Anhängerschaft andauernd beglückt. Was eigentlich weit über 1 Kilometer unter dem Horizont sein sollte. Warum sehen wir es trotzdem? Ja, weil die Erde flach ist. Nein, weil du es nicht hinbekommst, das zu tun, was ihr von anderen immer einfordert. Selbst nachforschen. Mit einem guten Erdkrümmungsrechner lässt sich das schnell als eine von Ricos üblichen Notlügen entlarven. Der Ort der Aufnahme ist der Seite des Videoerstellers zu entnehmen. Jeranism, dessen Video Rico hier präsentiert, war damals so dreist, jegliche Quellenhinweise zu unterdrücken, indem er etwa die eingeblendete Internetseite herausgeschnitten hatte. Mit den Daten klärt sich jedenfalls alles sehr schnell auf. Der Aussichtspunkt lässt sich mit den Koordinaten leicht finden. Er liegt 308 Meter hoch. Damit ergibt sich rein mit der Erdkrümmung, dass die Bergspitze etwa 370 Meter unterhalb der Krümmung läge. Dass der Berg bei Berücksichtigung nur der Krümmungsgeometrie zwar nicht mehr zu sehen sein sollte, verwundert bei der Entfernung nicht. Da man ihn jedoch sieht, heißt das nicht gleich, dass wir auf einer Fladenerde leben, sondern dass hier die Bedingungen der Erdatmosphäre auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Unter Berücksichtigung der atmosphärischen Standardbrechung sieht das auch schon ganz anders aus. Die Spitze des Berges ist sehr wohl sichtbar. Aber wie Rico auch noch selbst erkannte, es ist nur die Spitze und der größte Teil des Bergmassivs liegt unterhalb der Erdkrümmung. Und das ist der eindeutige Beweis, dass die Erde kein Pizzafladen ist. Genau, der Weltrekord liegt also, was man so kennt, bei über 400 Kilometern. Da gab es dann halt eine Homepage-Seite, die keine Flacherdler waren, aber Fotografien online gestellt haben von Bergspitzen, die über 100, 200, 300, 400 Kilometer entfernt sind. Ja. Die Seite wurde dann aus merkwürdigen Gründen dann stillgelegt, ja, vielleicht zu viel Info, zu viel Wahrheit. Rico faselt sich wieder seine Märchenwelt zurecht, wie sie ihm gefällt. Also die Seite des Erstellers des Videos, das Rico hier präsentiert, ist nach wie vor online. Wir haben sie für jeden Skeptiker nochmal in die Videobeschreibung getan, denn echte Wahrheitsforscher tun das. Wenn auch auf Französisch, ist sie ein frontaler Schlag ins Gesicht eines jeden, der den Märchengeschichten von Leuten wie dem Rico glaubt, mit guten Infos und Beispielen, was Lichtbrechung in der Atmosphäre oder Sonnenbeobachtungen angeht. Sehr empfehlenswert. Aber wir haben Infrarotaufnahmen von einer Flughöhe gemacht, also von 10 Kilometer Höhe mit der Infrarotkamera. Und da haben wir Bergketten, wir haben Seen sehen können, die weit über 1000 Kilometer sich befinden. Wie ist das möglich, wenn man auf einer gekrümmten Erde das eigentlich unmöglich ist? Impossible. Impossible. Ja. Erstens sind das nicht Ricos Beobachtungen, sondern die von einem YouTuber namens Jay Tolan. Und zweitens wurden seine angeblichen Beobachtungen bereits auf Metabank als das entlarvt, was sie sind. Videos mit irreführenden Falschbehauptungen, was Orte und gesehene Objekte angeht. Denn das ist alles, was Flacherdler können. Lügen und betrügen. Und das alles nur, weil sie glauben, damit so etwas wie Ruhm im Internet zu erlangen. Wenn sie zu sich selbst und ihrem Umfeld ehrlich wären, sollten sie sich eingestehen, dass sie sich in ihrer alternativen Wahrheit verrannt haben.
Ja, und das sind so viele Nachweise, die können keine Fälschungen sein. Ich bin einigen Nachweisen hinterhergegangen, wie diesen 500 Kilometer, da bin ich hinten nachgegangen, dass sie an diesen Orten auch waren, weil du die Fotos davor und danach gesehen hast. Also glaubt nichts und schaut selber nach und ihr werdet sehen, dass es halt stimmt, ja. Danke, Kevin. Genau das haben wir hiermit gemacht. Und ihr steht mal wieder da wie die allerletzten Loser. Es ist kaum zu fassen, dass ihr beiden euch allen Ernstes als sowas wie Forscher betrachtet, obwohl ihr selbst an den einfachsten Aufgabenstellungen scheitert. So, und mit diesem Fazit überlassen wir euch wieder dem Trübsal der Unwissenheit. Aber wer weiß, vielleicht besteht ja noch Hoffnung, dass euch irgendwann mal ein Licht aufgeht. Tschüss, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.